die erste Nacht in der Herberge gut verbracht. Jetzt ist es 8:20 Uhr. Der Weg selbst geht von der Herberge hier, also den gleichen Weg zurück, für ich glaube so 3 Kilometer, wo ich dann die Abbiegung zur Herberge genommen habe. Und ich folge jetzt aber der Straße, Ich folge jetzt aber der Straße nach Soler. Da sind die Berge. Da will ich jetzt hoch. Also geht jetzt auf jeden Fall im Höhenprofil steil auf und es ist die steilste Kletterei oder der steilste Aufstieg am GR 221. So, ich bin jetzt wieder am GR 221. Ab hier geht der richtige Aufstieg los und immer wieder findet man diese Frischwasserquellen entlang des Weges, also ist ganz cool. Kostenloses Wasser und sauberes Wasser. So, ich bin jetzt hier auf 800 Metern angekommen, 820 Höhenmeter ungefähr und habe den bisher besten Blick am GR 221, würde ich sagen. Und das Beste daran ist, die Wolken haben sich verzogen, genau pünktlich. So, also hier direkt nach dem See habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehe hier lang zum Refugio Tossalverz oder ich gehe hier hoch. Der Weg bergauf ist etwas kürzer, dafür aber vermutlich etwas schwieriger wegen dem Aufstieg. Was ich natürlich auch machen könnte ist hier lang weiter, nicht zum Refugio den Loop nehmen, sondern direkt auf dem alternativen Trail weiter zum Refugio in Lutsch. Da habe ich allerdings einen Aufstieg auf 1200 Höhenmeter, was an dem Trail hier wohl soweit der höchste Punkt sein wird, den ich mir nicht entgehen lassen möchte. Und weil das Wetter halt heute nicht passt, gehe ich jetzt zum Refugio Tossalverz, guck mal, was das Wetter macht und entscheide dann von dort. Und wenn ich mir den Ausblick hier so ansehe, hat es sich auf jeden Fall gelohnt, über den Berg zu gehen und nicht um den Berg. Und das hier muss mein kleines Flugzeug gewesen sein. Also das Wetter auf Mallorca, besonders hier in den Bergen, sollte man nicht unterschätzen. Und ich denke mal, die Entscheidung ist gefallen, ob ich jetzt hier bleibe oder weitergehe, weil es hat gerade angefangen zu regnen und guckt euch mal den Himmel an. Schwarze Wolken ziehen wieder ein. So, kurz nach 7:30. Ich bin gerade los. Zu Beginn jetzt folge ich noch dem GR 221. Werde dann allerdings im Laufe des Tages zweimal davon abkommen, um einmal den zweithöchsten Berg Mallorcas zu besteigen, sofern das Wetter passt. Und zum zweiten Mal, glaube ich, dann nochmal ein Tausender.
obwohl er noch nicht vollständig ausgebaut und beschildert ist, ganz viele unterschiedliche Alternativen. Ja. Und die Ziege da oben hat leicht lachen. Und ich kämpfe mir hier einen ab. Punkt 11 Uhr. Ich bin jetzt hier am Gipfel von Puig Massanella angekommen, dem zweithöchsten Punkt Mallorcas mit 1364 Metern. Und ich zeige euch jetzt mal den Ausblick. Genau hier hinten, wo man die Radarstation auch sehen kann, das ist der höchste Punkt Puig Mayor mit ungefähr 70 Metern höher als Massanella. Jetzt müssen wir natürlich auch wieder runterkommen und das Ganze geht auf zwei Wegen. Entweder den gleichen Weg zurück, den wir gekommen sind, oder laut GPS gibt es hier unten irgendwo nochmal einen Weg, der mich wieder runter nach Luge führt. Hier was für jetzt, kleiner Leckerli, dann nochmal ein bisschen Wasser. Heute jetzt wieder ganz schön warm. Also nach Pondroma 4,5 Stunden und da lang zu dem Refugio in Luge 10 Minuten und zur Stadt Luge selber 30 Minuten. Das spare ich mir. Ich gehe direkt nach Polenka. Der Straße würde der GR221 für eine Weile folgen. Von den Höhenmetern her relativ weit unten bleiben. Sozusagen um den Berg rumgehen. Und danach Polenka runter. Und ich gehe halt jetzt hier auf knapp 1000 Höhenmeter nochmal rauf. Und dann auf dem Weg runter irgendwo nach einem Campspot Ausschau halten. Das ist definitiv das steilste, schwerste Wandern. Sehr viel loses Geröll hat. Also kräfteraubend, sehr kräfteraubend. So, jetzt bin ich beim zweiten offiziellen Gipfel für heute angekommen und es hat sich gelohnt. Ich zeige euch mal den Rundumblick. Heute Morgen war ich genau hier oben drauf, am Puig Massanella, jetzt um 17:30 Uhr ganz genau, hier oben. Der letzte Höhepunkt der Tour. Von hier aus geht es nur noch bergab nach Polenka.
So, jetzt ist es mittlerweile 7:30. Ich habe mich zweimal verlaufen, weil ich die GPS-Daten nicht gecheckt habe. Zuerst bin ich den Steinmännchen hier runtergefolgt. Bin hier zurückgekommen an den Zaun, der mich erst irritiert hatte. Bin über die Leiter gestiegen, weil ich dachte, okay, das muss es ja sein. Bin hier die Straße schön gemütlich runtergecruised und jetzt komme ich hier wieder an. So, morgen Leute. Kurz nach 7. Ich habe hier neben so einer alten, verlassenen Ruine geschlafen. Und also wenn ich schlafen sagen kann, waren so viele Moskitos hier unterwegs. Da war nicht wirklich viel mit Schlaf. Gestern Abend habe ich nicht mehr viel gefilmt, weil der Weg von Puig Tomir, so hieß der letzte Gipfel runter, war einfach nur ein Albtraum. Also es waren faustgroße Steine für Stunden und Stunden. Der Weg war nicht markiert. Wohnweg war total überwachsen, also Knie und Skibeine sind aufgekratzt von den ganzen Dornenbuschen. Aber jetzt ist die Motivation wieder groß, weil genau heute, vor 2 Jahren, auf den Tag genau, 24. Juli, habe ich den Pacific Crest Trail in den USA begonnen. Und heute werde ich den GR 221 auf Mallorca beenden. Also, da schließt sich ein kleiner Kreis. Ich freue mich drauf und sehe euch dann in Pollença. So, ich bin jetzt in Pollença. Hier das Schild nochmal zum Port de Pollença. Und hinter mir, dass man es lesen kann, die Herberge Ponta Roma. Und ich habe jetzt hier gerade geduscht, meinen Rucksack abgestellt und mache mich jetzt auf den Weg zum Port. Da ist das Wasser. Port de Pollença. Das heißt, damit endet mein GR 221 Abenteuer. Ich bringe jetzt nochmal ins Wasser, dass ich das Wasser zumindest getestet habe auf Malle. Und dann geht's wieder ab nach Hause. Also, bis bald.